Die Reise von Buenos Aires nach Feuerland ist vor allem eine Geschichte über starke Frauen. Verlässt man Buenos Aires gen Süden, wird es schnell einsam. Kaum noch Verkehr, dafür weite Felder und immer größer werden die Distanzen zwischen den Dörfern, die oftmals sehr klein sind. 45 Millionen Einwohner hat Argentinien, rund 80% von ihnen leben in den Städten. Einer dieser Weiler ist Fulton, rund 4 Stunden südlich der Hauptstadt Buenos Aires gelegen. Keine 70 Einwohner und tote Gleise. Die Zeit scheint stillzustehen. Es gab mal eine Zugverbindung in die große Hauptstadt, aber die ist schon lange tot. Umso mehr fällt auf, dass der Bahnhof aufgeräumt und geschmückt ist. Die Haltestelle in Fulton ist gepflegt, ganz anders als in den meisten Orten südlich von Buenos Aires. Es gibt sogar ein kleines Museum, das an die Zeit erinnert, als die Bahn das Transportmittel Nummer 1 war. Lang ist es her, sehr lange. Wir haben mit der Regierung eine Vereinbarung, dass wir uns um das Museum und den Außenbereich der alten Bahnstation kümmern, erzählt uns Maria Janina. Im Gegenzug müssen wir keine Miete für unsere Alfajores Konditorei bezahlen. Diese ist ebenfalls im Bahnhof untergebracht. Maria betreibt sie zusammen mit 2 Freundinnen. Arbeit gibt es wenig in dieser Region, deshalb haben sie sich selbstständig gemacht. Wir hier in Fulton, erklärt uns Maria Angelica, machen gerade den Teig für die Alfajores. Alfajores, diese eigentlich runde Süßigkeit, ist im ganzen Land sehr beliebt. Ich liebe, was ich tue. Es ist ein Projekt von 3 Freundinnen. Wir wollten etwas Besonderes machen, deshalb produzieren wir die Alfajores auch anders als sonst üblich. Bei ihnen ist alles Handarbeit und die Alfajores haben eine extra dicke Schicht Karamellcreme zwischen den Teigblättchen. Pablo, dieser grandiose Tango-Sänger, und seine Frau Natacha, die so famos tanzen kann, sind mit uns auf dem Weg gen Süden. Wir tauchen die Alfajores in weiße Schokolade mit Vanillegeschmack und dann werden sie mit dunkler Schokolade verziert. Alfajores sind die argentinischen Pralinen. Normalerweise werden sie rund gemacht, aber wir haben uns entschieden, sie eckig zu machen, um etwas Besonderes zu produzieren. Ihre Konditorei ist kein Nebenjob. Die 3 Frauen können dank großer Nachfrage von ihrer Arbeit leben. Selbst aus der fernen Hauptstadt kommen Kunden zu ihnen in den Bahnhof von Fulton. Pablo und Natacha sind ebenfalls begeistert. You like it? Yes. Mucho. Muy rico. Neben der Konditorei gibt es in Fulton noch einige Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Vor allem Getreide wird angebaut. Eine Handvoll Jobs gibt es in der örtlichen Verwaltung und dann ist da noch das kleine Almacén Adela. Ein kleines Lagerhaus, mehr ein Dorfladen, der Alltägliches und mehr anbietet und Fahrten in die 30 Kilometer entfernte Kreisstadt unnötig macht.
Romina Pamela Romeo betreibt den Laden zusammen mit ihrer Mutter. Nichts gibt es im Überfluss, alles was wichtig ist, bekommt man bei ihnen. Wein sowieso, Waschmittel, Brot, Reis, Nudeln und andere Teigwaren sowie Wurst. Obst gibt es zu kaufen und ein paar Süßigkeiten ebenso. Nosotros tenemos un almacén. Wir haben Lebensmittel für die Nachbarn und Menschen, die etwas weiter weg wohnen, aber wir haben auch hausgemachte Speisen. Und genau das ist das große Plus. Ihre Speisen sind sehr beliebt, wer aber sind die Gäste? Viene gente a visitarnos de todos lados. Es sind die Einheimischen und es gibt auch Menschen, die in der Umgebung gelegentlich für kurz oder länger arbeiten und am Lande bleiben. Und es kommen ebenso Touristen aus anderen Orten. Es ist bodenständige Hausmannskost, die Romina zusammen mit ihrer Mutter Susanna täglich frisch zubereitet. Auch der Honig stammt aus eigener Produktion. Ich habe mich für den Ort bewusst zum zweiten Mal entschieden. Als Kind bin ich hier in der Nähe aufgewachsen, dann musste ich in die Kreisstadt nach Tandil ziehen, um eine weiterführende Schule besuchen zu können. Aber danach bin ich zurückgekommen, um im Laden zu arbeiten und auch, weil ich im 5. Monat mit meiner Tochter schwanger war. Ich wollte, dass sie genau wie ich in dieser schönen Umgebung aufwachsen kann. Nur ein paar Kilometer oder besser gesagt ein paar wenige Farmen weiter dreht sich alles um Ziegen und Schafe. Argentinien ist als das Land der Rinderzucht bekannt, doch für den heimischen Markt ist nicht nur die Fleischproduktion, sondern auch die Verarbeitung der Milch der anderen Tiere eine interessante Option. Fabian Bogner hat diese kleine Käserei vor 18 Jahren von seinem Großvater übernommen. Es ist noch heute ein Familienbetrieb, der gute Gewinne abwirft. Ich mache gerade einen halbharten Käse aus Schafs- und Ziegenmilch. Wie die Alfajores Manufaktur lebt er ebenfalls von der Handarbeit und vom Direktverkauf. Manchmal verarbeitet er auch zugekaufte Milch. Das ist ein Kuhmilchkäse, Morbier ist der Name des Käses und er hat einen Hauch von Asche oder Holzkohle in der Mitte. Das ist der Käse, den ich vorhin draußen gemacht habe. Er ist aus Schafs- und Ziegenmilch. 100 friesische Schafe und 30 Ziegen gibt es auf der Farm. Das reicht, um ein breites Angebot herzustellen. Das ist ein Feta-Käse griechischer Art. Auch er ist aus einem Milchmix unserer Tiere gemacht. Weiter geht unsere Fahrt tief in den Süden. Wir sind im Auto von Pablo und Natacha unterwegs. Immer dünner ist das Land besiedelt. Wir sind inzwischen in Patagonien. Aus üppigem Weideland ist Steppe geworden. Entlang der Straße der Ruta Tres an der Ostküste gibt es einige kleine Badeorte. Los Pocitos ist ein solcher. Schwimmen am Atlantik ist beliebt, zumal jetzt am Ende des Sommers bei Tageshöchstwerten von immer noch über 30 Grad Celsius. Die frische Brise ist eine willkommene Abkühlung auf der Haut. Wasser ist auch für Pablo ein besonderes Element, deshalb will und muss er ein Bad im Atlantik nehmen.
Neben der Tango-Musik ist das seine zweite große Leidenschaft. Ich kann ohne Wasser nicht leben. Das kommt von meinen italienischen Vorfahren, das ist in meinem Blut. Und warum? Weil wir Seefahrer waren. Meine Vorfahren waren ein Teil der Ozeane. Aber einfach nur das Wasser genießen? Nein, das geht bei Pablo nicht. Er will uns noch einen Freund vorstellen. Jeder Strand, jedes Schwimmbad, jeder See, wo Leute baden gehen, hat einen Rettungsschwimmer, so wie hier mein Freund Oskar Wagner. Oskar Wagner. Und du bist auch ein Rettungsschwimmer? Natürlich, wir sind es beide. Aber warum bist du ein Rettungsschwimmer geworden? Weil immer, wenn ich am Strand war und gesehen habe, dass Rettungsschwimmer losgerannt sind, bin ich mitgerannt. Das ist in mir drin. Lebensretter werden in Argentinien vom Staat bezahlt, immer überall dort, wo es öffentliche Badestellen gibt. Nandus, die eine Scheitelhöhe von bis zu 1,50 Meter haben können, säumen unseren Weg nach Feuerland, Alpakas ebenso. Im Auto wird Mate-Tee zubereitet, ohne geht es nicht, wird nicht gefahren, so ist das in Argentinien. Schließlich erreichen wir etwas außerhalb von Ushuaia die Siedlung Puerto Almanza. Südlicher und damit näher an der Antarktis liegt kein Ort in Argentinien. Es ist ein sehr kleines Fischerdorf, aber immerhin gibt es für die Jüngsten eine Schule, so wie in fast allen kleinen Orten des Landes. Ein paar Häuser und vor allem Fischerboote prägen das Bild an diesem südlichen Ende der argentinischen Welt. Keine 2 Dutzend Familien leben ganzjährig hier. Touristen kommen nur selten nach Puerto Almanza. Ein wenig außerhalb, im Wald und zugleich direkt am Wasser, steht diese einsame Hütte namens Almayagán. Sie gehört einer Frau, die wir unbedingt besuchen sollten, so hat es uns noch in Buenos Aires Leandro Vesco, der Schriftsteller, gesagt. Also sind wir hier. Doch bevor wir sie treffen, will Natacha uns das Ritual um den Mate-Tee erklären. Mate ist in Argentinien unser wichtigstes Ritual und Teil unseres Alltagslebens. Wir teilen Mate mit Freunden. Es ist unsere Art, sei willkommen zu Hause zu sagen. Wir lieben es im ganzen Land. Doch nun zu der Frau, die aus gutem Grund Eier, Gewürze und andere Zutaten bei sich hat. Denn Diana Mendes gilt als eine der besten Gourmet-Expertinnen, nicht nur in Feuerland, sondern in ganz Argentinien. Sie lädt zusammen mit ihrem Freund Fernando zu einer kulinarischen Genussreise der ganz besonderen Art ein. Okay. Das ist kein Restaurant, sondern mein Zuhause, erzählt uns Diana. Aber ich lade jeden ein, meine Kochkünste und das kulinarische Erlebnis zu erfahren. Dazu gehört, dass ihre Gäste nie allein essen, sondern immer mit ihr zusammen. Diana war 11 Jahre lang Kapitänin auf hoher See. Sie war im Atlantik, im Pazifik und in der Antarktis unterwegs. Nun steuert sie in ihrer winzigen Küche Töpfe, Pfannen, Zutaten, Gewürze und ihren Freund Fernando.
Ich habe nie kochen gelernt, immer nur viele neue Gerichte ausprobiert. Und wenn es mir gefällt, biete ich sie meinen Gästen an. So gibt es in ihrem kleinen Restaurant, das gerade mal 2 Tische hat, Gang um Gang. Nichts passiert zufällig bei ihr. Sie hat einen klaren kulinarischen Kompass. Sie allein entscheidet, was auf den Tisch kommt. Heute sind es Muscheln, Lachsforellen, Meeresspargel, Kabeljau, Königskrabben, eine Meergrassuppe und am Ende ein Crepe. Eine kulinarische Reise mit Zutaten, die es fast alle rund um Puerto Almanza gibt. Einen besonderen Wunsch hat Diana noch. Ich will 100 Jahre alt werden und bis zu meinem letzten Tag kochen. So endet unsere gemeinsame Fahrt durch Argentinien mit Natacha und Pablo, wie es uns von Leandro Vesco in Buenos Aires vorhergesagt wurde. Alles beginnt am Tisch, alles endet am Tisch. Natürlich auch mit der Kunst von Pablo. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. Und nun Ushuaia, die Hauptstadt Feuerlands, das Tor zur Antarktis. Hier ist nichts mehr zu spüren vom Sommer. Der Winter hat bereits auf den nahen Bergen seine ersten Spuren hinterlassen. Für die meisten Touristen ist Ushuaia der Schlusspunkt einer Reise. Für uns jedoch soll es nun erst so richtig losgehen. Ein Vierteljahrhundert nach meiner erfolgreichen Expedition zum Südpol zieht es mich, bevor der Winter endgültig Einzug hält, nochmals in die Antarktis. Deshalb werden wir an Bord der Hondius gehen, einem kleinen eistauglichen Expeditionsschiff. 46 Tage werden wir unterwegs sein. Entlang der Küste der Antarktis werden uns diese Schlauchboote helfen, dass wir dort an Land gehen können. Doch jetzt heißt es erst einmal, die Hondius für den Trip in eisige Gewässer vorzubereiten und reichlich Treibstoff und Proviant zu bunkern. Ralf Bartel aus Sachsen kennt das Prozedere. Ich bin der Küchenchef hier an der Hondius, seit fast 10 Jahren bei Oceanwide employed. Angestellt. Und wie Sie gerade sehen, laden heute bei dem etwas schlechteren Wetter Obst, Gemüse, ein paar Sachen für den Dry-Store, sprich Öl und die ganzen Stable-Sachen, die man so braucht für die längeren Reisen. Und das ist im Prinzip alles heute. Relativ einfach und relativ kurz. Noch vor den rund 130 Passagieren kommen ihre Koffer an und werden in die Zimmer verladen. Einen Aufzug gibt es an Bord nicht. Alles wird von Hand erledigt. Workout der besonderen Art. Wir bringen jetzt das Gepäck von den neuen Passagieren im Schiff rein. Und ja, wie ihr seht, das sind viel Gepäck. Wir haben Taucher dabei, die haben viel Gepäck. Und wir bringen das jetzt nach die Zimmer. Und so dass wenn die Gäste in eine halbe Stunde kommen die ersten Gäste an Bord und dann sind alle Gepäck schon im Zimmer. Der Niederländer Hans Verdaat ist Biologe und der Expeditionsleiter. Er hat auf vielen Fahrten in die Antarktis Erfahrungen gesammelt und Experimente durchgeführt. Das will er auch dieses Mal machen.
starten wir unsere Reise zum weißen Kontinent. Allein knapp 3 Wochen davon werden wir entlang der Küste der Antarktis fahren. Durch den Beagle-Kanal verlassen wir die Inselwelt Feuerlands, steuern südwärts in Richtung antarktische Halbinsel. Die legendäre und zugleich ob ihrer enormen Stürme bei Seefahrern gefürchtete Drake-Passage erleben wir in völliger Ruhe. Die Hondius wurde in Kroatien gebaut und verfügt über die höchste Eisklasse. Im Sommer 2019 ist sie auf ihre erste Fahrt gegangen. Sie ist vielfältig und gut gerüstet, auch für Notfälle, die wir hoffen, nie erleben zu müssen. Luxus an Bord wie einen Spa-Bereich mit Sauna gibt es nicht. Das Schiff gehört einer niederländischen Reederei. 200 Menschen sind an Bord, 70 gehören zur Crew. Wie die Passagiere kommen sie aus der ganzen Welt. Wissenschaftler sind dabei, Taucher, Fotografen, Filmemacher und ganz normale Gäste, die die Faszination der Antarktis erleben wollen. Und alle müssen sie die hohen Anforderungen der sogenannten Biosecurity erfüllen. Das heißt, jeder Schuh, jede Jacke, jede Tasche und jeder Rucksack, wirklich alles, was man beim Landgang in der Antarktis dabei haben wird, muss extrem penibel gereinigt werden. Ausnahmen gibt es keine. Jede Schuhsohle wird mit einer speziellen Flüssigkeit durch den stellvertretenden Expeditionsleiter Alexander Romanowski abgewaschen. Wir machen das, weil wir keine Kontaminierung in die Antarktis bringen wollen. Unsere Sorge gilt besonders der Vegetation. Wir wollen keine fremden invasiven Arten im weißen Kontinent haben. Eigentlich ist es nahezu unmöglich, dass dort etwas wächst, doch es gibt eine theoretische Chance und die wollen wir verhindern. Und dann gibt es das Problem mit der Vogelgrippe, die es in der Antarktis noch nicht gibt. Wir wollen diesen Prozess nicht beschleunigen. Die Drake-Passage haben wir hinter uns. Am 4. Tag erreichen wir Cornwallis und Elephant Island. Noch sind es 245 Kilometer bis zur Nordspitze der antarktischen Halbinsel. Die Temperaturen sind endgültig unter dem Gefrierpunkt, die Winde haben zugenommen, der Wellengang ebenso. An einen Umstieg in die Schlauchboote und an ein Anlanden auf den Inseln ist nicht zu denken. Also heißt es, diese gewaltige Natur von Bord der Hondius aus zu entdecken, fotografieren, filmen und zu genießen. Und auch die Forschungsarbeiten an Land müssen noch warten. In der Antarktis braucht man vor allem eins: Geduld und Demut. Das war der zweite Teil meiner Dokumentation Tief im Süden. Alle noch ausstehenden Folgen sind schon jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.